Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder einen Bericht vom Fahrstammtisch beim Reinhold Brenner im Münchner Osten für die Spur 1 Modellbahner. Und diesmal ist der Stammtisch etwas größer aufgebaut. Die Anlage, die man sonst immer so sieht, ist dieser Teil, aber diesmal ist die Anlage ergänzt. Ich gehe hier mal an der Brücke ein Stück weiter, um erstmals den Augsburger Bahnhof, der komplett nachgebildet wurde. Der Augsburger Bahnhof, den Reinhold Brenner hier in den letzten Jahren gebaut hat. Das Bahnhofsgebäude sieht man hier im Hintergrund. Insgesamt ist der Bahnhof ab diesem Bereich der Hosenträger-Kombination hier bis zum anderen Ende 26 Meter lang. Der Bahnsteig ist 12,80 Meter lang, das Bahnhofsgebäude 3,50 Meter lang. Wir schauen uns das nachher alles ein bisschen im Detail an. Und das Ganze ist jetzt hier das erste Mal in der Größe aufgebaut worden. Und ich hoffe, dass die Aufnahmen dem einen oder anderen gefallen werden und dass der eine oder andere vielleicht sagt, Mensch, das wäre was. Aber ich denke, die meisten werden nicht den Platz haben und auch Reinhold Brenner hat den Platz normal nicht. Und deshalb ist diese Anlage modular gestaltet, kann auch jederzeit wieder abgebaut werden und verstaut werden und auch transportiert werden zu Modellbahntreffen. So, jetzt schauen wir uns mal den Augsburger Bahnhof etwas mehr aus der Nähe an. Wir sehen hier die insgesamt 13 Gleise des Augsburger Bahnhofs. Davon sind 4 Stumpfgleise und seitlich vorbei führen nochmal 8 weitere Gleise. Der Bahnsteig ist 12,80 Meter lang im Maßstab 1:32, exakt maßstäblich nachgebaut. Es gibt hier auch Bahnhofsabfahrten, die dann Rampen geben, wo dann später Bahnhofskarren rauf und runter fahren sollen. Und das Bahnhofsgebäude allein, nachgebaut nach dem Augsburger Bahnhof, ist 3,50 Meter lang. Das schauen wir uns jetzt auch mal etwas näher an. Das hat Reinhold Brenner aufwendig in jahrelanger Arbeit selbst komplett im Eigenbau realisiert. Und da hat er wirklich sehr viel Aufwand getrieben. Und man sieht hier in den Arkaden, ist hier sogar das Café besetzt. Und man sieht eben doch, dass da viel Zeit drin steckt. Und es ist schon faszinierend, was hier alles realisiert wurde und gebaut wurde. Gehen wir ein bisschen weiter. Schauen wir mal aufs Dach noch. Bahnhofsuhr natürlich integriert. Dann schauen wir mal zum Gleis rüber, weil jetzt gerade ein Zug vorbeikommt. Den können wir auch noch filmen. Drüben eine Ludmilla. So, jetzt kommt die Baureihe 103 mit 12 Waggons.
Jetzt kommt hier noch eine Baureihe 42 mit Öltender. Insgesamt ist die Anlage mit dem Augsburger Bahnhof ab den Ein- und Ausfahrgleisen, jeweils ab dem Hosenträger hier gerechnet, 26 Meter lang. Als Modulanlage aus Modulen, die jeweils 2 Meter lang und 90 Zentimeter breit sind, die man auch komplett transportieren kann. Hier sieht man noch Baustelle, hier wird demnächst noch ein Betriebswerk realisiert auf Basis von einer Drehscheibe von KM1. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis die Baustelle fertig ist. Hier eine Dieseltankstelle, die schaut schon relativ gut aus. Und das Ganze wird mit Sicherheit leider noch ein bisschen dauern, bis das wirklich alles fertig ist. Aber man kann sich heute auf dem Fahrstammtisch im Münchner Osten schon mal vorstellen, wie toll und gigantisch diese Anlage wird, wenn sie mal wirklich komplett fertig ist. Und auch jetzt ist ja eigentlich schon eine recht eindrucksvolle Anlage zu sehen. Jetzt gibt es noch einen Belastungstest, eine V188 von Märklin mit 57 Anhängern. Reinigungswagen dabei und 56 vierachsige große Schotterwagen. Können wir mal schauen, ich gehe mal schnell auf die Seite weiter, dass man sieht, wie endlos lang dieser Zug ist. Der hört fast gar nicht auf. Es ist wirklich faszinierend, wie lange dieser Zug ist. 57 Waggons. Hier sehen wir jetzt noch das Schweizer Rangierkrokodil von Märklin mit einigen Wagen. Nachdem die Anlage vom Reinhold Brenner modular konzipiert ist und die Module in der Regel 2 Meter lang und 90 Zentimeter breit sind, muss man die auch irgendwie transportieren. Und auch dafür hat sich Reinhold Brenner was einfallen lassen. Hier ist das erste Prototyp-Modul, Modultransportkiste, die er gebaut hat. Die Kiste ist 2,4 Meter lang und 2,12 Meter hoch und innen 90 Zentimeter breit, damit die 8 Module jeweils hier transportiert werden können. Und die Kiste ist so konzipiert, dass man sie mit dem Gabelstapler transportieren kann und auch seitlich mal hochheben kann. Das ist natürlich ein Balanceakt, wenn man sie seitlich hebt. Und die Module werden dann auf die Art und Weise gut aufbewahrt, staubfrei und auch relativ gut transportiert.
Also die Modulkiste selber, die Modultransportkiste, ist hier auch schon gigantisch, genauso gigantisch wie die ganze Anlage hier beim Spur 1 Fahrstammtisch im Münchner Osten mit dem Bahnhof Augsburg, 26 Meter lang, Bahnsteig 12,80 Meter lang. Ich kann es bloß nochmal wiederholen, weil das alles einfach hier einfach toll und gigantisch ist. Jetzt sehen wir nochmal absolute Rarität. Eine E71 der Firma Bockholt, gebaut im Jahr 2012 in einer ganz kleinen Auflage von ca. 25 Stück, die insgesamt gebaut worden sind. Die Lok wird aus Stahl gebaut, also nicht aus Messing wie die meisten Spur 1 Loks der Kleinserienhersteller, sondern aus Stahl und auch nicht irgendwo in Fernost, sondern in Dassendorf bei Hamburg. Das ist also eine der Loks, die hier in ganz kleiner Auflage in Deutschland gebaut werden. Und die E71 zieht auch hier im Einsatz auf dem Spur 1 Stammtisch nicht einen Waggon, nicht zwei Waggons, nicht drei, nicht vier. Nein, die zieht jetzt hier, genauso wie vorhin die V188, 56 Waggons, 56 vierachsige Erz-3D-Wagen und Schottertransportwagen. Und der Zug hört hier fast gar nicht auf. Und hier sehen wir jetzt noch was Besonderes, eine komplette Eigenbaulok, eine Echtdampflok, die allerdings heute nicht im Fahreinsatz war, sondern nur mal so zum Sehen war, die hoffentlich das nächste Mal fährt. Und zwar vom Thomas Bauer aus Mühldorf, eine norwegische 18C, NSB Typ 18. Die ist im Jahr 1900 bis 1919 gebaut worden, 35 Stück insgesamt. Ist aber in Deutschland gebaut worden von der Sächsischen Maschinenfabrik und ist 1969 ausgemustert worden, ist aber als Museumslok noch erhalten. Die Lok ist 61 cm lang und die Lok fährt mit Echtdampfantrieb, aber eben heute nicht. Heute steht sie nur mal so zum Anschauen. Und auch dieser wunderschöne 61 cm lange Holzwaggon ist komplett selbst gebaut. Das Einzige, was irgendwo auf Basis von einem fertigen Modell war, war ein Drehgestell oder waren zwei Drehgestelle von einem anderen Bausatz. Aber der komplette Aufsatz, der komplette Wagen, Inneneinrichtung, Holzverkleidung wurde komplett in Eigenbau nach Vorbildplänen selber gebaut vom Thomas Bauer aus Mühldorf. So, das war's für heute vom Fahrstammtisch im Münchner Osten bei Reinhold Brenner. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder reinschauen bei mir in meinem YouTube-Kanal mit verschiedensten Themen wie Modelleisenbahn, Technik und Sonstiges.